Grace Family Church und Livechurch. Hey, hallo zusammen, alle Lieben. Hey, eine neue Realität ist tatsächlich am Entstehen. Es ist die Realität der Post-Corona-Zeit, also der Zeit nach Corona. Und wir werden davon zeugen. Aber weißt du was? Gott hat einen Plan. Amen. Im neuen Normal. Denn so wird das genannt. Ich möchte dir, das kam gestern in den News, und ich möchte dir kurz vorlesen, wie sich die Regierung in Singapur auf das neue Normal vorbereitet. Die Regierung in Singapur war ja eine der ersten, die auch in dieser Zeit mit Corona und Covid eben exponiert war in Asien. Wir waren noch in Asien, in Singapur im Februar, und das war sehr lehrreich auch zu sehen, wie die Gemeinde dort das gehandhabt hat. Jetzt sind sie natürlich auch in den vergangenen Monaten in diesen Lockdown gegangen, und die haben jetzt einen 3-Phasen-Plan, zurück ins Normal zu gehen. Aber es ist halt eben nicht ein Normal, wie wir es bis anhin kannten. Es ist eine Art neues Real. Und diese 3 Phasen sind: ab 2. Juni gehen die ersten Shops wieder auf und zusätzlich ein paar Schulen. Das geht etwa einen Monat. Dann kommt Phase Nummer 2, die wird dann im Juli umgesetzt. Dort gehen mehr Shops auf und auch mehr Schulen. Und das geht mehrere Monate. Und dann Phase 3, das heißt, wir sprechen also, weil wir hier von mehreren Monaten reden, sprechen wir hier von Phase 3 zwischen Herbst diesem Jahr und Ende diesem Jahr, können wieder auch Gottesdienste auftun. Also zum Beispiel, New Creation Church in Singapur wird wahrscheinlich nicht vor Herbst oder Ende Jahr ihre Tore wieder öffnen können, und auch dann nur sehr begrenzt mit limitierter Anzahl von Gottesdienstbesuchern, und das gilt natürlich auch für alle anderen Events und Veranstaltungen. Und hier ist eben das, was jetzt das neue Normal ist. Und zwar in dieser Phase 3 heißt es, Singapur wird in Phase 3 ein neues Normal eintreten, also zwischen Herbst und Ende Jahr, bis eine Impfung gefunden ist. Okay, also das ist die neue Realität. Die neue Realität sieht so aus, dass die Zukunft wird vermutlich vieles dorthin steuern, dass Restriktionen entstehen werden, zum Beispiel Reiserestriktionen, Flugrestriktionen, dass man nicht mehr fliegen und reisen darf in gewisse Länder, wenn man die Impfung gegen Corona, also die Covid-19-Impfung nicht hat. Und das ist das neue Normal. Das ist das neue Normal, und wir können es nicht aufhalten. Ja. Wir können es nicht aufhalten, aber hier ist die gute Botschaft, die für uns entscheidend ist. Siehst du, wir können das als Gemeinde nicht aufhalten. Das neue Normal ist nicht aufhaltbar. Ja. Die Gemeinde muss wissen, dass Gott hat einen Plan im neuen Normal. Amen. Preis dem Herrn. Gott hat einen Plan im neuen Normal, und dieser Plan im neuen Normal, der ist für dich. Und das ist der Weg, den du jetzt gehen solltest. Mit uns zusammen, mit dem Leib Christi zusammen, mit der Gemeinde zusammen, Gottes Plan für das neue Normal suchen und finden. Amen. Denn wir sollen immer zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Genau. Amen. Preis dem Herrn, trachte nach dem Reich Gottes zuerst vor allem anderen, heißt es, trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird uns alles hinzugefügt, alles hinzugefügt, was wir brauchen. Genau. Wir sollen uns nicht sorgen, trachte nach dem Reich Gottes. Weißt du, das Königreich Gottes ist in uns. Wenn wir von Neuem geboren sind, ist das geistliche Königreich in uns, und nach dem sollen wir trachten. Wir sollen Ausschau haben nach ihm. Ja. Wir sollen nach der Gerechtigkeit trachten. Genau. Wir haben durch diese Autorität auch Macht, dass wir sprechen können in Dinge und Situationen. Also wir sollen trachten nach dem Reich Gottes. Das ist in unserem Herzen durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Und nach dem sollen wir Ausschau halten, nicht was alles um uns herum ist, sondern trachte nach den geistlichen Dingen. Genau, und die Gemeinde, siehst du, das ist das Wunderbare bei Gott. Denn die Gemeinde repräsentiert Gott. Jetzt auf der einen Seite ist Gott, und deswegen ist es so entscheidend,
entscheidend, dass du an die Trinität glaubst, an die Dreieinigkeit. Ich weiß, es gibt viele Christen heute, die sagen, Gott ist nur ein Gott und wir sollen das jüdische Denken annehmen und nicht das christliche Denken der Trinität. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt ganz klar, in allen Zeitaltern redet sie von der Trinität. Und hier ist eben der Grund, weswegen die Trinität so richtig wichtig jetzt wird für uns. In dieser Zeit muss Gott für uns, und das reflektiert auch die Gemeinde, beides sein. Er muss stabil sein, er ist immer derselbe und Gott verändert sich nie. Und trotzdem muss er sich anpassen. Und zwar nicht er selbst, sondern der Heilige Geist ist ein Geist, der sich anpasst, der sich den Kulturen anpasst, der sich den Begebenheiten zum Beispiel eines Landes anpasst, der sich durch die Gemeinde in der Kulturform, in diesem zum Beispiel anderen Land anpasst. Zum Beispiel in Indien feiern sie anders Gottesdienst als wir hier in Europa. In Afrika feiern sie auch anders Gottesdienst. Und das ist alles gut, weil der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit, die sich anpasst, damit man die Menschen in der Kultur, wo man lebt, erreichen kann. Wir können die Menschen in der Schweiz nicht mit indischer Kultur oder Gottesdienstformen erreichen. Wir können die Menschen in der Schweiz und in Deutschland nicht mit afrikanischen Gottesdienstformen erreichen. Und deswegen der Heilige Geist ist wirklich in dieser Art und Weise, es gibt kein besseres Wort, anpassbar. Gott bleibt derselbe, unveränderbar und trotzdem ist er anpassbar durch die Person des Heiligen Geistes und der Heilige Geist wirkt wirklich individuell. Das müssen wir ein für alle Mal sehen. Der Heilige Geist wirkt in deinem Leben anders als in meinem, aber schlussendlich ist es ein und dasselbe. Preis dem Herrn. Und deswegen brauchen wir die Trinität und auch wirklich unsere Ausrichtung an die Trinität. Und das ist die Aufgabe jetzt der Gemeinde. Die Gemeinde muss stabil bleiben, dasselbe bleiben, treu bleiben. Das ein und dasselbe, immer da und immer treu. Und auf der anderen Seite, die Gemeinde muss sich dem neuen Normal anpassen. Das sind eben immer beide Seiten. Also jetzt ist nicht die Zeit zu protestieren oder zu demonstrieren. Und weißt du, was die Bibel sagt? Ich meine, schau mal an, was die Bibel sagt. Die Bibel hat schon alles gesagt, was in dieser Zeit abläuft. Ich möchte dir einen Vers vorlesen aus Jesaja 8, der bläst dich jetzt einfach weg. Jetzt schau mal an, was Gott sagt. Jesaja 8, Vers 11. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Also Gott nimmt die Gemeinde und er behandelt die Gemeinde anders. Gläubige werden anders behandelt als Nichtgläubige. Gott macht einen Unterschied zwischen seinem eigenen Haus und dem Haus des Pharaos. Das haben wir gestern gehört. Und dann heißt es im Vers 12, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor, denn der Herr der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und euer Schrecken. Halleluja. So wird er euch zum Heiligtum werden. Wow. Weißt du, was Gott sagt? Fear not. Amen. Fürchtet euch nicht vor diesen Veränderungen. Fürchte dich nicht vor dem New Normal, vor dem neuen Normal, sondern wir sollen ihn fürchten. Denn wenn wir ihn fürchten, dann verjagt das alle andere Furcht. Yes, Ehrfurcht verjagt alle andere Furcht in unserem Leben. Und das, was er hier sagt, ihr sollt ihn mit Furcht, ihr sollt ihn fürchten, er sei euer Furcht und euer Schrecken. Hast du gewusst, das ist Furcht, ist hier Ehrfurcht und Schrecken ist Zittern. Das ist wie bei der Frau mit dem Blutfluss. Sie kam zitternd, aber nicht, weil sie Angst hatte vor Gott, sondern sie zitterte und fürchtete sich mit der Ehrfurcht in dem Sinn.
Trembling im Englischen, Fear and Trembling, weil Gott an ihr etwas Gutes getan hat. Gott hat sie nämlich geheilt und das versetzte sie die Ehrfurcht davor, dass sie geheilt wurde, dass ihr Blutfluss nach 12 Jahren, 12 die Zahl, das hatten wir doch letzten Livechurch-Abend, wurden wir gefragt, für was steht die Zahl 12? 12 Jahre lang steht die Frau oder hat die Frau den Blutfluss, 12 steht für Regierung, für Government, geistliche Regierung und die Frau steht eben als Abbild für die Church, für die Gemeinde. Frau in der Bibel ist entweder im Alten Testament ist es Israel, Jahwes Frau, im Neuen Testament ist Frau, Braut, preis dem Herrn, ist immer die Church, ist immer die Gemeinde. Also die Frau hatte 12 Jahre einen Blutfluss, 12 steht für Regierung und jetzt wird sie geheilt. Gott hatte einen neuen Plan für sie. Und genau das ist es doch auch hier. Wir sollen uns nicht fürchten vor dem, was passiert, vor dem neuen Normal, sondern er sagt, fürchtet euch nicht vor der Welt, fürchtet euch nicht, sondern Ehrfurcht und Zittern vor ihm, weil wir wissen, Gott ist dabei, an uns etwas Gutes zu tun, etwas Gutes loszulösen. In diesem neuen Normal hat Gott einen Plan für jeden Gläubigen, für die Gemeinde und er ist dabei, das Größte auszulösen, was noch vor der Entrückung stattfinden wird, was diese Erde je gesehen hat, dass wir Menschen erreichen, das Netz auswerfen, Menschen erreichen wie nie zuvor. This is the new normal. Also schau nicht das, was du gesagt hast, das Reich Gottes ist nicht das, was da draußen passiert, weil Matthäus 6,33 haben wir doch letzten Sonntag gelernt, es gibt 5 Aspekte, 5 Facetten vom Reich Gottes und Matthäus 6,33 ist eben das geistliche Königreich, das ist für uns in unserem Herzen, das ist für alle Gläubigen aller Zeitalter, deswegen, das ist nicht das Reich Gottes da draußen, das ist das Reich Gottes da drinnen, konzentrier dich auf was in dir drin ist, auf das da drinnen und nicht was das da draußen rund um dich läuft und preis dem Herrn, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und es ist nicht interessant, wie das in diese Zeit hineinpasst. Nennt nicht alles Verschwörung und Verschwörungstheorie, wie dieses Volk es nennt, sondern dann sagt der Herr, fürchte dich nicht. Und er will uns einfach sagen, siehst du, das ist Realität. Covid ist Realität. Und Leute, die Corona haben, leiden schwer. Nun, es sind nicht alle, aber es sind viele, die schwer leiden. Wir haben hier in der Umgebung, hier bei uns in der Schweiz, kennen wir von Pastoren, die hatten einen ganz schweren Verlauf, die waren auf der Intensivstation und ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Pastoren einer Gemeinde, die Gemeinde ist vor dem nicht verschont, deswegen müssen wir immer wieder das Abendmahl nehmen und Psalm 91 deklarieren. Aber preis dem Herrn, Gott hat einen neuen Plan im neuen Normal für uns und das ist, wow, das streben wir an. Praise the Lord. Aber heute nehmen wir mit euch ein weiteres Mal das Abendmahl. Wir deklarieren Psalm 91 über euch, der Schutzpsalm der letzten Tage, Schutz und Bewahrung durch das Opfer seines Leibes und durch das Blut Jesu Christi. Amen und Amen. Thank you, Jesus. Halleluja. Was er uns gegeben hat in dieser Welt, das Abendmahl, das Reich Gottes in uns. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Wir haben auch Autorität. Trachte zuerst nach der Gerechtigkeit. Ja, vor allem anderen viel mehr. Halleluja. Wow. Preis dem Herrn. Ich weiß, diese Andachten werden etwas länger diese Woche, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. It's the new reality, das neue Normal. Aber Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat einen großartigen Plan. Der beste Plan Gottes und die beste Ausführung und Umsetzung Gottes kommt immer in den größten Krisen. Amen. Und genau darin sind wir. Das ist unser Glaube. Fürchtet euch nicht. Das ist die Botschaft Gottes. Fürchtet euch nicht. Konzentriert dich auf sein Wort. Und dann sind wir alle safe. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Hey, wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag. Einen schönen freien Tag morgen. Ja. Auffahrt heißt hier in der Schweiz. Schweiz, Christi Himmelfahrt. Denke immer daran, die Auffahrt morgen, die Himmelfahrt, ist ein Bild der Entrückung für die Gemeinde. Halleluja. Amen. Woo. Okay, we see you. Bis dann. Morgen haben wir natürlich auch eine Andacht und am Freitag auch. Aber bis bald. Tschüss.